Hallo liebe Freunde des Talentschuppen. Es warten 6 Talente ganz sehnsüchtig auf den Startschuss. Wir haben 6, denn wir haben ein Trio aus Würzburg. Itchyfoot, ein Trio, ja. Und ein Duo, Karin Oehler und Dieter Hutmacher. Das macht 5. Und die 6. ganz allein, Andrea Bögel, Solistin. Ja. Und unsere Musikarrangements werden gemacht von Dieter Reit und alles begleitet und schön gespielt wird von Jochen Brauer Sextett hier. Ha? Und wie Sie vielleicht wissen, laden wir immer Entdeckung des Talentschuppen wieder ein. Sonja Winters und Ulrich Roski. Und natürlich ein Stargast darf nicht fehlen, Udo Jürgens. Jo. Und anfangen für uns tut Andrea Bögel. Sie hat sich sehr mit Udo Jürgens Musik beschäftigt, interessiert sich sehr für seine Texte und Musik und so und singt deshalb auch ein Lied von ihm, Ich glaube. Ich glaube, dass der Acker, den wir pflügen, nur eine kleine Weile uns gehört. Ich glaube nicht mehr an die alten Lügen. Er wäre auch nur ein Menschenleben wert. Ich glaube, dass den Hungernden zu speisen ihm besser dient als noch so kluger Rat. Ich glaube, Mensch sein und es auch beweisen, das ist viel nützlicher als jede Heldentat. Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, weit genug, reich genug für uns alle sein. Ich glaube, dieses Leben ist schön genug, bunt genug, Grund genug, uns daran zu erfreuen. Ich glaube, dass man die erst fragen müsste, mit deren Blut und Geld man Kriege führt. Ich glaube, dass man nichts vom Krieg mehr wüsste, wenn wer ihn will, ihn auch am meisten spürt. Ich glaube, dass die Haut und ihre Farben den Wert nicht eines Menschen je bestimmt. Ich glaube, niemand brauchte mehr zu darben, wenn der auch geben wird, der heut nur nimmt. Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, weit genug, reich genug für uns alle sein. Andrea, ein ganz prima Anfang, finde ich das. Hast großen Applaus gehabt auch von Udo. Und der singt für uns später und spricht mit euch alle. Und jetzt kommt unser Stargast. Und wie alle unsere Interpreten und Talente singt er live Udo Jürgens, Gefeuert. In der Kneipe draußen vor dem Werkstor
treffen sich die Männer von der Schicht. Und man fragt den Kumpel an der Theke, was machst du denn bloß für ein Gesicht? Der greift in die Tasche seiner Jacke und zieht einen blauen Brief heraus. Dann sagt er, ihr könnt es selber lesen. Und dann gebt mir einen aus, denn sie haben mich gefeuert, weil ich nicht mehr 30 bin. Man wirft mich zum alten Eisen auf den großen Müllplatz hin. Damals, als er anfing, 46, war das Werk ein großer Haufen Schutt. Er half mit, es wieder aufzubauen, und er machte sich dabei kaputt. Er war immer da, wenn Not am Mann war. Wilde Streiks, die machte er nicht mit. Heute sagt er, es ist umsonst gewesen, denn nun krieg ich einen Tritt, denn sie haben mich gefeuert, weil ich nicht mehr 30 bin. Man wirft mich zum alten Eisen auf den großen Müllplatz hin. Er sagt enttäuscht zu den Kollegen, sieht aus, als müsste ich stempeln gehen. Ich werde vor der Kneipe warten, um euch wieder mal zu sehen, denn sie haben mich gefeuert, weil ich nicht mehr 30 bin. Man wirft mich zum alten Eisen auf den großen Müllplatz hin, denn sie haben mich gefeuert und ein anderer kommt daher. Man wirft mich zum alten Eisen, denn sie brauchen mich nicht mehr, denn sie haben mich gefeuert. Vielen Dank, Udo. Vielen Dank. Wir freuen uns auf nochmal ein Lied von Udo nachher. Ja, man hat mich gefragt, jetzt das erste Wort zu sagen. Das ist gar nicht so einfach natürlich. Erstmal möchte ich, glaube ich, feststellen, etwas sehr Positives, dass sich die sogenannten Nachwuchsszenen nicht am Hitparaden-Sound oder an irgendwelchen Hitparaden orientiert, das habe ich festgestellt, sondern eigene Wege geht und sucht. Und ich fühle mich heute hier unerhört wohl in eurer Runde. Und ich fühle mich überhaupt nicht als Profi und allein, das möchte ich hier vorausschicken, sondern als ein Kollege, der hofft, akzeptiert zu werden. Denn ich kann mir vorstellen, dass in dieser Sendung schon viele sogenannte Stargäste, die hierher gekommen sind, eigentlich angesichts der Talente, die man in der Sendung vorgestellt hat, recht dumm ausgesehen haben. Ich weiß nicht, wie das in Wirklichkeit war, aber ich habe ein paar Sendungen gesehen. Bill, vielleicht kannst du mir dazu sagen, dass es gar nicht so unrichtig war, weißt du, was ich eben gesagt habe. Ich finde, es sind sehr engagierte junge Leute hier, sehr talentierte junge Leute, und ich weiß nicht, wo das Gerücht herkommt, dass in diesem Land kein Nachwuchs oder kein echtes Interesse für musikalisches Popleben existieren soll. Ja. Also wir finden immer wieder, dass es ein sehr erfreuliches Bild ist. Wir hoffen nur, dass die Leute ein bisschen gefordert werden nachher, nachdem das die in die Sendung waren. Also ich kann nur sagen, ich werde als Stargast dieser Sendung bezeichnet. Ich habe wahrscheinlich deshalb, weil ich den bekanntesten Namen habe. Ich fühle mich herausgefordert durch das, was ich hier höre, und fühle mich nicht hier als Star, der sich aufspielt, sondern ich fühle mich echt herausgefordert. Und es geht mir darum,
hier nicht belächelt zu werden, sondern anerkannt zu werden und von den jungen Leuten, die hier Hervorragendes bieten. Vielleicht kannst du dir ein paar Tipps geben. Ich glaube, die haben so jeder eine Frage oder zwei. Eine Hast Frage, du, Andrea, soweit kannst du mal was? Hast du was? Ich wollte eigentlich fragen, was du dir damals so vorgestellt hast, als du angefangen hast, Musik zu machen. Ob du dann genau wusstest, ich mache mal Entertainment oder sowas. Ich habe auf keinen Fall mir vorgestellt, dass irgendetwas wichtig ist, dass ich ein Star werde. Oder überhaupt der Begriff Star war mir eigentlich fremd. Ich habe mich immer mehr als Musiker gesehen. Ich habe ja auch Musik studiert und war Musiker und wollte Lieder schreiben, habe Arrangements geschrieben und alles Mögliche. Dass dann später mehr daraus wurde, auch eine Karriere daraus wurde, die ich niemals abgesehen habe. Das ist eine Begleiterscheinung gewesen, die ich selbst nicht vorausplanen konnte. Itchy Foot, habt ihr eine Frage? Da geht eigentlich eine Frage, darf ich eine Frage an die Gruppe richten? Ich glaube, die haben eine ähnliche. Moment. Ja, gerne. Udo, du machst für deutsche Verhältnisse recht anspruchsvelle Texte. Hältst du es für möglich, dass auch die Musik, die wir machen, mit deutschen Texten möglich ist, ohne dass es den Eindruck von einem Männergesangsverein erweckt? Das ist eine gute Frage. Erstmal möchte ich euch ein Kompliment machen und dir als Solosänger, du singst also so locker, als wenn du in Kalifornien geboren worden wärst. Ich glaube darum, vielleicht könnt ihr euch darum bemühen. Ich bin ganz sicher, ich habe mich sogar vorhin, wie ihr diese schöne Nummer von euch, die von euch selbst, ist jetzt sehr stark von Crosby, Stills, Nash & Young inspiriert. Das habt ihr auch, glaube ich, werdet ihr zugeben. Das ist eine der besten Gruppen, für mich eine Traumgruppe. Das ist ein wunderbares Vorbild. Aber ich bin ganz sicher, natürlich swingt die deutsche Sprache nicht so wie die englische. Es läuft nicht so wie Öl von den Lippen, das ist mir vollkommen klar. Aber ich glaube, mit den richtigen Formulierungen, mit den richtigen Worten, die man sucht, wird man hervorragende Möglichkeiten finden und ein ganz, ganz interessantes Soundbild. Gerade dadurch, dass man eben deutsche Worte für eine Musik verwendet, die vielleicht sehr sonnig und sehr kalifornisch ist. Oder ich hätte eine Frage. Musstest du bezüglich deiner Texte sehr viele Kompromisse eingehen und tust du das? Ich habe es früher gemacht und habe niemals damit Erfolg gehabt. Aha. Ich musste es tun, weil man es mir vorgeschrieben hatte. Und von dem Tag an, wo ich überhaupt keine Kompromisse mehr gemacht habe, sondern einfach das interpretiert habe, woran ich geglaubt habe, was mir Freude macht, meine Musik gespielt habe, von dem Tag an habe ich Erfolg gehabt. Und ich glaube, dass gerade diese Auswahl heute hier gezeigt hat, dass keine Nachahmer dabei sind. Die deutsche Popszene, wenn sie überhaupt woran leidet, leidet sie daran, dass sie sich nur an ausländischen Disco-Sound-Vorbildern orientiert oder irgendwelchen Vorbildern. Ich habe viel Kreatives hier heute Abend gehört und ich finde, Kreativität ist der entscheidende Punkt in unserem Beruf, der schwerste, verrückteste und schönste der Welt ist, der unglücklichste und glücklichste zugleich. Und ich freue mich, dass ich also ein paar Freunde hier vielleicht sogar getroffen habe. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft begegnen werden. Ich habe euch schon eingeladen, Texte zu schreiben. Das bezeichne ich als eine der interessantesten Gespräche, die wir bisher hier geführt haben. Ich freue mich sehr. Udo hat ein Lied, was passt sehr in unsere Sendung, auch fast als wie es dafür geschrieben gewesen wäre. Es bespricht gerade diese Frage, ob alles einen großen Sinn haben muss. Ich muss aber vorher, bevor er singt, Schluss machen. Ich möchte danken, das Publikum hier und zu Hause und Jochen Brauers Sextett, alle Mitwirkenden, vielen herzlichen Dank. Und falls Sie mitmachen möchten, da draußen zu Hause, bitte schicken Sie uns ein Tonband, ein Foto, eine kleine Personalienliste, also wo Sie geboren sind, wann und so weiter. Und schreiben Sie bitte ganz schön deutlich und schicken Sie ein Tonband, was gut zu hören ist. Muss nicht Profi sein, muss nicht ins Studio entstehen, aber gut zu verstehen. Schicken Sie das alles an Südwestfunk, Talentschuppen, Postfach 7570 Baden-Baden. Übrigens, Sie müssen mindestens 15 Jahre alt sein und nicht über 30. Und ich sage Tschüss und jetzt singt Udo Jürgens. Was ist ein Lied? Ein Lied kann eine Träne sein, ein Streicheln voller Zärtlichkeit, ein Vogelruf im Sonnenschein, kann ein Gedanke sein, ein Spiel, was wollt ihr mehr?
Was wollt ihr mehr? Muss denn ein Lied Parole sein? Ein Vorschlag am ein Plakat, ein Manifest, ein Meilenstein. Verlangt ihr nicht zu viel? Genügt euch nicht der Spott, der lachend Blüten treibt? Wie etwa Reinhard May die Annabelle beschreibt. Soll er noch rote Fahnen schwingen? Hört ihr nicht Adamo, der zu dem Leid der Welt nichts mehr zu sagen weiß und nur die Frage stellt: Was soll ich euch denn da noch singen? Ist das kein Lied, das Liebe weckt und nicht zerstört, das kein System verändern will, das singt und lacht und nicht belehrt, im Narrentanz ein Schellenspiel? Was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr? Muss denn ein Lied Parole sein? Ein Vorschlag am ein Plakat, ein Manifest, ein Meilenstein. Verlangt ihr nicht zu viel, wenn Udo Lindenberg in seinen Frack gezwängt die Nostalgie benutzt, damit er sie verdrängt? Ist das denn nicht genug Vergnügen? Und wenn dann noch James Last die Lebensfreude weckt und für den Alltag so ein neues Licht entdeckt, kann das alleine nicht genügen. Das ist mein Lied, das helfen will und nicht verletzt, wo auch Kritik aus Liebe kommt, das nicht erzieht und Zeichen setzt, ein bunter Vogel ohne Ziel. Was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr?